Dies ist wahrscheinlich die beste Strategie auf Pocket Option im Jahr 2023. Wir fangen an. Hallo Leute, in diesem Video möchte ich Ihnen eine der besten Strategien im Jahr 2023 vorstellen. Warum eine der besten? Weil ich viele Strategien kenne und zwei, drei habe, die ich fast jeden Tag anwende. Sie ist für jede Handelssitzung anders. Sie hängt mehr vom Markt als von meiner Stimmung ab. Die Wahl der Strategie hängt jedes Mal von der eigenen Erfahrung ab. Also fangen wir an. Heute zeige ich Ihnen eine Strategie, die zu jedem Markttyp passt. Sie ist so universell, weil sie leicht zu verstehen und zu merken ist, sodass sie für jeden funktioniert, auch für diejenigen, die erst vor kurzem über binäre Optionen gelernt haben. Werfen wir einen Blick auf die für diese Strategie typische Situation und beginnen wir mit dem Handeln. Für den Anfang fügen wir einen erstaunlichen Indikator hinzu, Bollinger Bands. Wir suchen im Indikatorenmenü, klicken ihn an und stellen ihn ein. Die Periode ist 22, die Abweichung ist 2. Ich habe auch die Hauptlinien der Einfachheit halbe dicker gemacht. Das war's. Es gibt mehrere Strategien für diesen schönen Indikator, aber heute werde ich nur eine klären, um Sie nicht zu verwirren. Unser Indikator hat zwei Hauptlinien. Die obere Linie hier und die untere Linie. Normalerweise bewegen sie sich ungefähr parallel zueinander und bilden einen bestimmten Kanal. Wir sehen, dass sich die Grafik genau innerhalb dieses Kanals bewegt und eine bestimmte Handelsspanne bildet. Der Markt prallt an der oberen und unteren Grenze dieses Kanals ab und die Handelsspanne bleibt normal. Sobald jedoch ein starker Trend einsetzt, beginnt sich der Kanal auszuweiten. Es ist wichtig, diesen Moment zu erwischen, wenn die Grenzen des Kanals beginnen in entgegengesetzte Richtungen zu laufen. Eine Ausweitung der Handelsspanne bedeutet, dass es einen starken Abwärts- oder Aufwärtstrend gibt. Genau in diesem Moment eröffnen wir ein Geschäft mit dem Trend. Hier haben wir einen starken Abwärtstrend gesehen. Die oberen und unteren Indikatorlinien gehen in entgegengesetzte Richtungen, was wiederum eine starke Verkäuferpräsenz auf dem Markt bestätigt. Wir eröffnen also ein Geschäft mit dem Trend und erzielen mit dieser einfachen Handelssituation einen Gewinn. Ich hoffe, dass alles klar ist. Lassen Sie uns mit der Praxis beginnen. Sehen Sie die gleiche Situation hier. Ich eröffne ein Geschäft, um sofort zu sinken, in der Hoffnung, dass der Markt weiter fällt. Er sinkt weiter, weil sich die Handelsspanne ausweitet. Die Grafik hat das letzte Unterstützungsniveau durchbrochen und beginnt danach schnell zu fallen. Es gibt einen starken Verkäufer auf dem Markt. Ich hoffe, wir haben das Geschäft nicht zu spät abgeschlossen. Alle unsere heutigen Deals sind wie immer für 1 Minute, da ich die Grafik auch mit 1 Minuten Kerzen analysiere. Manchmal öffne ich eine detaillierte Grafik, aber das ist nur für Sie, um die Situation besser beobachten zu können. Ich handle nie mit 5 Sekunden Geschäften und empfehle Ihnen auch nicht, dies zu tun. Unser Geschäft schließt ohne Probleme mit Gewinn ab. Die Senkungsbewegung geht mit dem Trend weiter. Man kann so lange auf fallende Kurse setzen, bis sich der Kanal zu verringern beginnt.
Manchmal kann der Markt abbrennen, wechseln wir zum 1-Minuten-Zeitrahmen. Wir sehen, dass der Kanal immer noch breiter wird, was bedeutet, dass wir den Betrag des Deals verdoppeln und weiter auf fallende Kurse handeln. Das ist ein wenig riskant, da jederzeit eine Umkehr stattfinden kann, aber wir achten jetzt nur auf die Signale, nicht auf unsere Trading Intuition, um sicherzustellen, dass die Strategie legitim ist. Ich habe ein weiteres Geschäft zu senken mit einem verdoppelten Betrag eröffnet und warte auf das Ergebnis. Das Signal erweist sich als richtig. Unser $200 Geschäftskurs vor dem Abschluss. Wir verdienen $184, wovon 100 unseren vorherigen Verlust ausgleichen. Also $84 ist unser Nettogewinn aus den letzten beiden Signalen. Wir kehren zu unserem ursprünglichen Handelsbetrag zurück und suchen nach der nächsten Situation. Hier eröffne ich ein Geschäft für den Anstieg, streng nach den Regeln trotz des riskanten Moments dieses Widerstandsniveaus. Der Grafik könnte sie immer noch durchbrechen oder sich ihr zumindest nähern, sodass unser Geschäft eine Chance hat, mit Gewinn zu schließen. Die Handelsspanne vergrößert sich, der Aufwärtstrend ist offensichtlich, also eröffnen wir ein Geschäft auf steigende Kurse. Es hat nicht sofort geklappt, also erhöhen wir den Betrag des Deals und machen einen weiteren. Beide Geschäfte gelten für 1 Minute. Beobachten wir, wie sie sich in der S5-Grafik entwickelt. Warten wir auf das Ergebnis und beobachten. Ich hoffe, alles ist klar bis jetzt. Wir verdienen weitere $84 auf diese Situation. Wir hatten Pech, dass der erste Deal so hoch eröffnet wurde, aber der Trend setzt sich trotzdem fort und unser ausgleichender Deal hat funktioniert. Selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir ein weiteres doppeltes Geschäft eröffnet, das mit Sicherheit mit Gewinn abgeschlossen worden wäre. Ich bin froh, dass es nicht dazu gekommen ist, also schauen wir uns die nächste Situation an. Schauen Sie, was für eine schöne Situation für ein Geschäft zum Aufsteigen. Ich schließe das Geschäft sofort ab. Hier ist alles normal. Es gibt einen klaren Aufwärtstrend aufgrund der ständig steigenden Minima. Jedes ist höher als das vorherige. Man kann es hier auf der Grafik sehen und Maxima auch. Der Trend ist also steigend. Wir sehen auch, dass sich der Bollinger-Kanal verbreitet, was in diesem Fall auf einen starken Käufer hindeutet. Wir eröffnen also sofort ein Geschäft. Es verbleiben noch 15 Sekunden. Es sollte nichts Plötzliches passieren. Die Grafik hat das letzte Widerstandsniveau durchbrochen und nichts hinter der steigenden Tendenz. 1 Sekunde. Wir warten. Und wir erhalten ein erstaunliches Ergebnis. Man könnte auf einen Rollback warten und weiter mit dem Trend handeln. Der Trend ist ziemlich stark. Wir können einen globalen Zeitrahmen öffnen und sehen, ob es einen Widerstandsniveau darüber gibt. Bis jetzt gibt es keinen Widerstand, egal wie weit ich herauszoome. Das bedeutet, dass der Trend noch eine Weile ansteigen wird und wir uns keine Sorgen um Umkehrungen machen müssen. Wir können natürlich nicht unbegrenzt mit diesem Trend handeln, aber wir sollten die Gelegenheit nutzen, solange sie noch da ist. Also machen wir weiter. Ich hoffe, alles ist auch klar. Das Geschäft hatte nicht genug Zeit, um mit Gewinn zu schließen. Wir eröffnen ein weiteres Geschäft für einen Anstieg mit einem verdoppelten Betrag.
Die Situation ist nicht mehr so zuversichtlich. Der Markt hat eine Seitwärtsbewegung erzeugt, sodass ich vorschlage, hier nicht mehr auf steigende Kurse zu setzen. Es ist besser, entweder auf einen besseren Moment zu warten oder ein anderes Währungspaar mit einem schwächeren oder jüngeren Trend zu finden. Sehr typische Situation. Ich habe versehentlich einen $200 Deal eröffnet und vergessen, auf den ursprünglichen Dealbetrag zurückschalten, aber das ist in Ordnung. Das Geschäft scheint ziemlich sicher zu sein. Die Indikatorlinien verbreiten sich. Ein Abwärtstrend, der hier begonnen hat. Etwa hier ist immer noch stark. Die Kerzen sind rot und zuversichtlich, alles sieht gut aus. Ich bin mir sicher, dass das Geschäft zuversichtlich abschließen wird. Wir haben heute ziemlich einfache Geschäfte entsprechend der Strategie gemacht. Jeder von Ihnen kann dieses Ergebnis in der Praxis wiederholen, nachdem er dieses Video gesehen hat. 10 Sekunden bis zum Abschluss des Geschäfts. Wie ihr bemerkt habt, haben wir unsere Einlage bereits mehr als verdoppelt. Ich denke, das ist unglaublich, da wir nur 15 Minuten gehandelt haben. Lassen Sie uns versuchen, unser Guthaben auf 1500 zu erhöhen, was dreimal mehr als unsere ursprüngliche Einzahlung wäre. Also habe ich das letzte große und zuversichtliche Geschäft hier eröffnet, was die Analyse betrifft. So ist sie ebenfalls einfach. Der Handelskanal weitet sich aus, das Unterstützungsniveau ist durchbrochen, also geht der Preis mit dem Abwärtstrend weiter nach unten. Man kann den Trend auch anhand dieser blauen Mittellinie bestimmen. Jetzt sehen wir, dass die Linie abwärts geht, also ist der Hauptrichtung der Grafik auch absteigend. Ich empfehle Anfängern mit dem Trend zu handeln, da dies den Handel viel einfacher macht und sie davor bewahrt, schwere Fehler zu machen. Wenn Sie mit dem Trend handeln, sind Ihre Chancen auf ein erfolgreiches Geschäft doppelt so hoch. Das war's für heute. Vergessen Sie nicht, dass ich einen kostenlosen Telegram-Kanal habe mit Signalen. Gleich nach dieser Handelssitzung werde ich anfangen, Signale für alle VIP-Kanalmitglieder zu senden. Schließen Sie sich mir an. Der Link in der angehefteten Kommentar ist. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handel. Tschüss.